When did you last dance? You need to dance. It's part of our human spirit is to dance. Vibrates. And to give the earth that love through that vibration. Das wünsche ich mir schon mein ganzes Leben, solange wie Tim noch. Ja. Dass hier einmal richtig Gas gibt. Zu feiern. Tanzen ist, glaube ich, eine der wichtigsten Meditationen, die es gibt. Tanzen macht glücklich. Gute Musik macht auch glücklich. It's nice to be happy in life, and it's nice to spread happiness. There are worse things. You spread the light, you spread the joy, you spread a little bit of unhappiness sometimes. Oops, my bad. But we correct that. We have to make mistakes. That's all just part of the trip. And actually, it's if the more we celebrate, the more we dance, the more good, positive energy there will be in the world. Some people like a dancing, he will be happy. Some people don't like. Different choice. Some like smoking, some don't like smoking. I like to watch like that. One of the things that I've been fortunate to witness in Germany a couple times is the way that, for example, Uwe's event Antares comes to be. There are so many people that must be involved, and they must be connected in a certain way in order to form this network. And there has to be a guidance of theme and idea and specifics of work for people to do so many things and come together and make an event happen where people attend and enjoy and laugh and dance. Jahre Antares hätte ich vor 24 Jahren, wo ich angefangen habe, noch nicht geglaubt. Dass sie so lange mal gibt. Für mich ist diese 25 tatsächlich auch ein Sieg der Beharrlichkeit sozusagen, die Uwe dort an den Tag gelegt hat, weil er eben so davon durchdrungen ist und das auch für unsere Gesellschaft und für das hier so wichtig ist. Naja, wer seinen Idealen treu bleibt, der sollte auch belohnt werden mit einem langen Leben. Also warum nicht auch die Antares? Uwe ist der Kopf in der Antares in einer Art. Natürlich sind wir alle mit ein Bestandteil des Kopfes, weil jeder bringt was dazu. Alleine kann man das auch gar nicht alles hinbekommen, aber es ist ja sein Lebenswerk. Ja, Uwe ist die Antares. It's a job. It's a big event, you see, no? No? It's the biggest event for him. I nearly know from maybe when I was in 10th standard, I know him, like I was young, but I know him very well. With the white uniform of his. I mean, from all events, the intent and heart of the organisers is the key, because that filters out through everything. And Antares, we know they love it, and then it's all from the heart. Let's say that Antares has been, through the years, the premier German trance festival. And the festival where the most people from our tribe, the Goa tribe, the trance tribe, the alternative lifestyle tribe, we all come together here, and it has a special magic. We are all Umso mehr macht es mir Spaß, bei dem Uwe zu helfen auf der Antares. Ich tue es nicht für irgendwelche finanziellen Mittel, ich mache es für mich. Ich habe nichts anderes sonst zu tun, außer dass ich im Winter verreise. We are all
Geld verdienen tun wir mit anderen Dingen. Und ja, mir macht es einfach Spaß, mit netten Leuten zusammen, mit guter Musik ein schönes Open-Air-Festival zu erleben. Das ist die eigentliche Motivation dazu. Ne? Antares experience for me was one of the most positive experiences I've had. Playing to that crowd with that level of production was a real peak moment for me. And there are many people who will criticize our way of life or music, but I just felt so much positivity there. It felt like such a good thing that was happening. It was really an inspiring moment for me also. Very good. Ich höre immer wieder, wenn ich über das Gelände schlender, Leute, die sagen, ach, ich bin das ganze Jahr, bereite ich mich darauf vor, um hier diesen Augenblick, diese 5 Tage sozusagen, das sein zu können, was ich bin. Und jeder, der dort ist, darf das sein, was er ist und auch aussehen, wie er ist. Und das alles zusammen, ich glaube, das macht diesen Zauber aus. Vorher haben immer alle gesagt, ja, schön, dies und das Festival ist ganz nett, aber Antares musst du kennenlernen, das ist das Beste überhaupt. Und das hat sich dann tatsächlich auch bewahrheitet aus meiner Sicht, muss ich sagen. Also aus meiner Perspektive ist das Antares Festival also eine sehr schöne Veranstaltung, die mir auch jedes Jahr wieder viel Spaß macht. Das hier sind schon immer schöne Sachen hier. Also ich möchte nicht ohne Antares sein, das ist für mich einfach ein Stück meines Lebens auch. One of the best parties in Germany I've been so far, definitely. I like it because it's people of my age here. Oh yeah, exactly. That's an incredible factor, absolutely. I don't feel like Granddad. Dieser Zusammenhalt hier, das ist auch die Leute, dieses Bewusstsein, dass die Leute einen verstehen könnten, anders als im kompletten Alltag. Das macht einen einfach glücklicher. Und ich liebe es zu tanzen und deswegen bin ich hier. Wir kommen alle auch von anderen Festivals noch, sei es jetzt Rock am Ring oder ähnlichem. Und eins muss man immer wieder sagen, und ich kann diesen Vergleich wirklich ziehen zu anderen Festivals, die Zusammenarbeit ist einmalig. Die Zusammenarbeit mit der Security, die Zusammenarbeit oben mit der Orga, mit dem Office, die Zusammenarbeit mit Uwe. Ich gehe jetzt mal so weit, dass sich mittlerweile da schon eine gewisse Freundschaft entwickelt hat, weil man einfach auch viele Dinge mittlerweile über die Jahre teilt. Wir haben ein Sicherheitskonzept hier entwickelt, was einwandfrei ist. Uns geht es nicht darum, dass die Leute eher Angst vor uns hier haben, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also wir haben wirklich eine sehr hohe Zahl von Hilfeleistungen hier auf dem Gelände, die auch wegen kleinen Sachen einfach nur zu uns kommen. Ne? Auch in bestimmten Angstsituationen oder in bestimmten Situationen, wo man jetzt sagt, Mensch, ich mache mir eigentlich nicht sonst viel aus Rettungsdiensten, Krankenhaus oder Ärzten. Und die kommen hier trotzdem runter, die vertrauen uns, wir vertrauen denen. Wir haben ein tolles Miteinander mit den Gästen. Wie gesagt, mit dem Initiator selber. Meine größte Hoffnung ist immer noch, dass wir viele, viele Jahre hier noch zusammenarbeiten dürfen auf diesem schönen Platz, der ja so geschichtsträchtig ist. Und genauso geschichtsträchtig wie Lilienthal mal war, ist Antares ein Stückchen weit auch für mich. Er gab mir die Chance, unter Beweis zu stellen, dass eine Party nur so gut ist, wie die Vibe, die du selber da reinsteckst. Es ist ein Gefühl, das man lebt irgendwie so. Das muss man spüren. Und ich denke mir, das hat der Uwe auch damals bei mir gespürt. Und dass das bei mir echt ist und dass es das immer bleiben wird. Ich kenne Uwe schon ganz lange, seit der allerersten Antares. Uwe ist halt auf eine Art Oldschool. Sowohl in der Art, wie er die Party aufgezogen hat, die ist nicht Standard in dem Sinne. Ja, das muss man ihm zugutehalten. Also wir sind ihm alle sehr dankbar.
Uwe ist für mich ein wirklich beeindruckender Mensch mit seiner Lebensgeschichte, mit dem, was er erlebt hat, durchlebt hat und auch trotzdem geschaffen hat. Ideen zu haben oder Vorstellungen zu haben von irgendwas, was man sich wünscht, was man gerne machen würde, das hat ja fast jeder Mensch, aber dann wirklich durchzuziehen und auch am Ball zu bleiben und eben verschiedene Hürden zu nehmen und nicht aufzugeben. Also das ist schon eine Eigenschaft, die ich bewundernswert finde und die nicht so viele Menschen haben. Ich denke, man muss dafür geboren sein, um diese Energie und auch dieses Durchhaltevermögen aufzubringen. Und ja, Uwe ist echt ein Phänomen. Jeder Mensch, der so krank wäre wie der Uwe, ja, der würde das gar nicht machen, der würde das aufgeben. Ich war ihn damals besuchen, wo die Krankheit entdeckt wurde und es ihm richtig schlecht ging. Nach der Chemo war ich bei ihm in Rheinsberg. Wie schwer es eigentlich ist für ihn, dass er nicht richtig essen kann, dass er halt mit einer Magensonde flüssig ernährt wird und dass er eigentlich machen muss, was sicherlich nicht schön ist und er trotzdem immer weiter kämpft und trotzdem noch so einen Elan und Kraft hat. Ich meine, das ist schon also wirklich Respekt davor. Im Endeffekt hat Uwe uns schon mehr als genug bewiesen, dass er trotzdem es noch voll drauf hat, alles. Ja, er ist halt ein Kämpfer und ich mache mir da keine Sorgen, weil er, glaube ich, am besten entscheiden kann, was er für richtig hält. Und er hört auch nicht oft auf mich, wenn ich ihm was sage. Na, Uwe ist auch mittlerweile zum Freund geworden. Na klar, ne? Obwohl wir ihm auch bei der Antares helfen. Da ist er auch unser Boss, ne? Also das muss man da ja ist auch er, sagen. ja, Ne? da ist er Also unser da Boss, genau. Helfen wir ihm zwar, aber da Und ist ja schon irgendwie Uwe. ansonsten sind wir halt Freunde hier. Uwe, we love you and full love and respect for the vibe and the continual support and structure and vibe that you've given to the scene in the form of the Antares Festival and your presence in Goa. Das ist die einzige Party, die ich seit der ersten Party auf jeder dabei gewesen bin, mitverfolgt habe. Bevor er angefangen hat, die erste String-Deko zu machen, haben wir uns mal in Goa getroffen. Wunderbar. In der wunderbares Gespräch. Er hat schon am Ende das zu einer wunderbaren Deko führte. Am Ende noch wunderbar geleuchtet hat. Und haben richtig heftig einen zusammen getrunken. Ja. Und zwar mit diesem Zeugs, wie hieß das? Old Monk. Old Monk, genau. Furchtbar. Würde ich heute nicht mehr trinken. Ich habe noch eine Flasche zu Hause. Ja, heb's auf. Ich habe natürlich Uwe in Goa kennengelernt. Uwe ist ein sehr auffälliger Mensch. Er spricht nicht sehr laut, aber einerseits ist er der lauteste. Yeah, Uwe, he is my friend for a long time, like 30 years back. He came to Goa. I know from long time. He's my best friend for a long time, like 6 or 7 years, only for season time. That's why I know him very good. For him, he's very good. Uwe, he was our wonderful neighbour, just up in Bamboo Forest. And we lived just behind him and we had lots of dogs and we were probably a nightmare neighbours. But he was always so charming with us. And then he invited us to Antares. From the beginning, he was always dreaming that we were coming to Antares. And we did. Thanks. Antares! We love you, Uwe. In Antares festival in Germany, no? But people are talking a lot about it. Like, it is nice. Danke, Uwe. Das hast du fantastisch gemacht und so viele Menschen damit glücklich gemacht und ja, wow, ihnen einfach andere Alternativen und Atmosphären geboten. Das ist großartig, ja. Und das von da unten hierher zu kriegen, wo es jetzt schon da unten verloren ist. Aber hier haben wir es noch, ja. Das ist ja auch ganz unglaublich, ja. Now Goa is always Goa. But for sure, we've been lucky to be in the right moment, in the right time. There is not anymore. There, the change, there come violence, and so not possible to sleep anymore outside, and a little bit more changing. Wir haben ja Festivals in Deutschland, inzwischen können wir da auch feiern. Aber
so wie wir das hier erlebt haben, mit den Indern zusammen, ist das dort nie gewesen. I mean, at first, party was a campfire on the beach with guitar and drum and flute and stuff. We had parties, but not so good. I didn't like those. What is going on now? You can't stay in the hut. If you stay in the hut, you get a rob everything. There are a lot of hippies here than England, and there's a lot more rubbish. What I don't like about India is that they're just building way too much, just way too much. It's changing like the rest of the world is changing. You can't change progress. You've got to come and you get out of this place what you put in, like anywhere. And I look back at the past and I think, wow, you know, we've lost something essential from this place, but it's still here. It is, Goa still does have the magic, and I love it here. I still love Goa. Foreigners, they love Goa, no? Because this is people are coming from the since like 1970 to now, long time, now almost 43, 45 years. There is definitely a magical energy here. Everything is more intense. I mean, coming to India is like being on a trip. It's like a whole psychedelic experience just to come here. Look at the birds and the monkeys and the ocean if you're lucky, and escape from the world. You know, and it's got 40 years of freak energy right here, and I don't think anywhere else on the planet has got the combination of freaks, healers, yoga teachers, hedonists, ravers, party people, backpackers, travelers, bohemians, you know, idealists, escape artists. It's the people you meet here, like, you know, all ages as well, like people from all walks of life, all over the world. I think that's what attracted me as well. It's just like super international, everyone from everywhere getting on and becoming this, you know, chosen family in this. But they come, we get a business, we are happy. So I don't know why people are coming to Goa. I guess because of the parties and the beach and the whatever, but I only know why I came to Goa. I don't know why other people came to Goa. No? People get their driving license without actually getting it, you know? Like without being tested. Yeah. We're in India. Yeah, we like it. Yeah. I got kidnapped, basically. I wasn't going to come here at all, but a friend of mine, Paul, who'd been coming here for many years, came round to my house and he said, I'm taking you to Goa tomorrow. And I said, what are you talking about? And we got on a plane and I packed all my things up and I came here to South Anjuna. And he said, okay, now you're in Goa. It's 89, it's New Year's Eve, we're going to go out to a party. And I said, look, man, I've just flown 15 hours in an aeroplane. I'm exhausted, I don't want to go to a party. When does the party start? He said, 3 o'clock in the morning. I said, are you crazy? I said, at 3 o'clock in the morning, that's when we finish parties in London. Everybody goes home. I said, why do you start the parties at 3 o'clock in the morning here? And he said, because that's when the police are asleep. In Indien darf man alles, was man will. In Österreich muss man alle diese Rules folgen und eigentlich, was ich irgendwie blöd finde, man darf nicht auf dem Motorrad sitzen in Österreich. Kinder dürfen nicht. Das finde ich irgendwie blöd. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are.
You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true. And you can make it until you see. It's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do. You know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true. And you can make it until you see. It's easy. You only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are. You know that there are. You know that there are. Like pollen, we scatter around the planet. And when we arrive here, we share our vibes, our stories, our emotions, and you see the family, and yes, you're so happy to see everybody. It's like long lost friends of the tribe that have gone out on their adventures for the year, and we come back here. But then again, at the end of the season, when we go, it's like, oh, we're not going to see each other for another best part of a year. But then these festivals punctuate that time, and we all come together. And I think in a way that's what the festivals like the Antares are trying to do. They're trying to in some way recreate the essence and the mentality and the vibe that we have here of cooperative mindfulness and living together, pooling our resources to create a space in which we can celebrate the cosmic consciousness. Ich vergleiche Antares immer eigentlich so ein bisschen mit dem Woodstock der Modernen. Der eigentliche Hippie ist für mich ein wahnsinnig freier Mensch, ein wahnsinnig freier, intelligenter Mensch. So dieses Gegeneinander arbeiten, diese Mentalität bringt ein Hippie nicht mit und die schätze ich sehr. Hippies, ja, die gab es früher mal. Die sind aber mittlerweile ausgestorben. Ja, also diese eigentlichen Hippies gibt es, weiß ich nicht mehr, nicht direkt in der Szene oder wenn, dann sind sie halt schon alt. Ich bin Hippie. Und weil ich nun alt geworden bin, bin ich ein Alt-Hippie. Hippies sind vielleicht Menschen, die sich nicht so regelkonform an eine Gesellschaft halten und vielleicht versuchen, sich außerhalb oder am Rande der Gesellschaft ihr Leben zu gestalten. Und ich würde schon sagen, ich bin ein Hippie, ja. Also erstmal denkt man natürlich bei Hippie an 60er, 70er Jahre und so weiter. Ich selbst würde mich nicht als Hippie bezeichnen, andere würden das vielleicht machen, aber eine Beleidigung ist das jetzt auf jeden Fall nicht für mich. Ich habe die Hippies immer irgendwie bewundert, habe ja selber auch in Ibiza gelebt, habe mit Hippies zusammen jahrelang getrommelt am Strand, bin also wirklich nah dran gewesen. Aber ich bin, wenn dann, Neo-Hippie. Was macht ein Hippie aus? Ist ein Hippie ein stinkender, nicht geduschter, nicht rasierter Mensch? Oder ist ein Hippie jemand, der positiv lebt, auf andere Acht gibt, versucht,
das Beste aus sich und allen rundherum rauszuziehen. Und ich glaube, es ist eher das Zweite. Und deshalb, ich meine, naja, guck mich an, hier Apple Watch, iPhone, schick gemacht. Aber im Herzen bin ich auf jeden Fall ein Hippie. Auch wenn wir vielleicht diese Insignien nicht mehr haben, wir sitzen vielleicht auch in Büros und sind Werbefachleute oder Politiker und im Herzen immer noch Hippie. Ich glaube, ich bin immer noch ein Hippie, weil ich immer noch ein Rebell bin. Ich bin kein Hippie, ich bin dann eher militant. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Nama. Die Welt wird ja vom Geld regiert, benutzt soziale Ungleichgewichte aus, um bestimmte Leute zu bevorteilen und andere zu benachteiligen. Die ganzen Bankiers, die das Geld verzogen von den anderen Menschen, verstehst du? Ich bin der Meinung, zum Existenzminimum muss auf der anderen Seite das Existenzmaximum geschaffen werden. Dass wir verstehen, dass diese Welt uns allen gehört und nur dann Frieden geben kann, wenn wir alle zusammen an was Gutes glauben. Weil wenn der eine es gut geht, also uns jetzt hier im Westen und so weiter, während der andere irgendwie auf der Straße verhungern oder einen unglaublichen Kampf irgendwie haben, dann ist es sehr schwer, Frieden zu gestalten, weil dass wir nicht alle so leben können wie wir, also ist auch ganz klar. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir, wenn alle Menschen unseren Energieverbrauch haben wollen würde, dann müsste man 6-mal unsere Welt besitzen, um die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Also wo soll das hinführen? Wir müssen 6-mal so wenig Ressourcen verbrauchen. Ja, wir wollen nur ausnutzen, wir wollen nur Geld verdienen. Und auch das auf Kosten von anderen Menschen. Natürlich fangen die an, Schiffen zu kapern oder über den Mittelmeer zu schwimmen, halt, weil die wollen daran teilhaben. Ja, auf jeden Fall Essensverteilung so für Frieden wäre schon mal bombig. So, wir produzieren mehr Lebensmittel, wie wir alle essen eigentlich auf der Welt und wir schmeißen so viel weg, dass die anderen am Verhungern sind. Das wäre zumindest schon mal so ein Anfang, weil an der Stelle wäre ich auch ganz schön angefressen. Die Gier des Menschen ist, glaube ich, der größte Motor für den Unfrieden. Und für den Frieden der größte Motor ist wirklich gleiche Verhältnisse für alle zu schaffen, gleiche Chancen für alle zu schaffen. Und das ist nicht nur auf ein Land wie Deutschland bezogen oder auf einen Kontinent wie Europa. Das ist etwas Globales. They're all the same, it's just that some people have more money and some people has less money. But it's a harder life having no money than have a lot of money. So. Solange es Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich, wird es immer Schichten geben, die nicht miteinander klarkommen. Es wird immer Streit geben und das eskaliert dann sicherlich ins Große. Und man sieht auch wieder, es liegt an den Menschen, die die Staaten führen und regieren. Sie wurden gewählt, sicherlich in der Hoffnung, dass Frieden erhalten bleibt. Wir wollen uns das alle wünschen, aber es ist schwieriger denn je. So you don't need to watch TV, you don't need to listen radio to know what's happening in the world. Wenn ich mir die Welt heute angucke, ist es ja schlimmer als je zuvor. Wie viel Kriege, wie viel unterschwellige Kriege, die man ja gar nicht so als solchen empfindet, dort laufen und wie viel Abhängigkeiten gezogen werden. Das ist, glaube ich, was von der gesellschaftlichen Seite her, habe selbst für mich noch keine Erklärung gefunden, warum dieses Bewusstsein an dieser Stelle scheinbar unbelehrbar ist. Ein sehr alter Patient, dem es sehr, sehr schlecht ging und der auf einer Intensivverlegungsfahrt mit mir im Fahrzeug war hinten, hatte mal zu mir gesagt, ich möchte dir eins mit auf den Weg geben, wenn es Menschen zu gut geht, führen sie Krieg. Und ich wünsche dir und deiner Generation, dass du diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir Alten gemacht haben, dass du diese niemals machen musst. Und da halte ich dran fest. Ich versuche immer, diese Sache weiterzugeben, immer dran zu denken, wie gut es uns geht. Die Sachen, die wir zu viel haben, mit anderen Menschen zu teilen. Oder auch einfach daran zu denken, dass uns es ja nur so gut geht, weil wir eben in friedlichen Zeiten leben, in friedlichen Zeiten geboren sind. Und der Frieden das höchste Gut ist. Aber die Mitmenschlichkeit, das Miteinander, das Helfen, das Füreinander-Dasein, das soziale Engagement ist für mich die Grundlage für Frieden.
Berlin broke down, the airports broke down, everything broke down, but the Antares is still flying. Thank you. Was ein Hippie ausmacht, ist auf andere Menschen Acht geben, auf die Umwelt Acht geben, ja, versuchen besser zu werden, anderen Menschen zu helfen. Denn ja, wir sind hier alle zusammen auf dem Planeten und müssen alle zusammen überleben. Und wenn man sich nur auf sich selbst achtet, dann würde ich mal sagen, ist man kein Hippie. Und das ist, ja, Psytrance ist aufeinander achten. Zusammen tanzen und schöne Momente feiern und es wirklich das Alter einfach völlig egal ist, da ist, wo andere Musik eher altersbezogen mehr ist und wirklich man da nur Junge oder nur Alte oder sonstiges. Psytrance ist halt wirklich sehr weit gefächert. First of all, let's stop and say that most people in the whole world never even heard of Psytrance music. What is that? They also never heard Psytrance music. And when they hear it, mostly they say, turn that shit off. Oh God, how do you like that? My God. Bis ich die Leiden mochte, hat lange gedauert. Als ich 1986 das erste Mal nach Indien kam, da fing das alles an. Ich kam mit der Musik zuerst überhaupt nicht klar. Es war gewöhnungsbedürftig erst. Entgegen der Meinung, dass das eigentlich immer nur da ist, passiert gerade bei dieser Art von Musik so viel im Hintergrund, wo Dinge verschwimmen, wechseln, andere Rhythmen einspielen, dass immer irgendwie ein Input in den Kopf da ist, und also im Prinzip nie langweilig wird. Und was ich total schade finde, das ist halt, dass diese Art von Musik, oder besser gesagt die ganze elektronische Musik in Deutschland komplett von der Öffentlichkeit irgendwie ferngehalten wird, weil ich nicht verstehe, weil gerade diese Art von, ich sage es mal etwas grober gefasst, elektronischer Musik ist einer der größten Kulturexporte Deutschlands. Man muss sich mal vor Augen halten, war irgendwo in Stuttgart ein Open Air, da spielte Kraftwerk und was vorher niemand wusste, das war, die hatten eine Schaltung gemacht zu unserem Mann im Weltraum auf der ISS-Station und die haben das so synchronisiert, dass die also beide irgendein Stück von Kraftwerk aus dem All und im Stuttgart auf dem Festival live performt haben. Wenn man sich mal vorstellt, diese ISS-Station wird von Hunderten von Staaten finanziert. Das heißt also, jeder dieser Staaten muss das Einverständnis und auch das Geld dafür bereitstellen. Das heißt also im Klartext, diese Art von Musik hat international so einen hohen Stellenwert und in Deutschland wird nicht mal darüber berichtet. I'd never heard music like this before in my life. It was like the end of the 80s and New Beat had gone and Front 242 and all that stuff and the Belgium stuff. And here we were in Goa with a completely new type of music, which became Goa trance. Music that wasn't made in Goa, but was released in Goa, and all the party freaks around the universe came on full moon and danced to these wonderful new electronic sounds at these underground parties. And actually, there's something about Germany and partying there that's like really, you know, it's got a power there that's like feels extra renewable.
Anfang der 90er Jahre kam das auf mit der elektronischen Musik und die hat sich dadurch charakterisiert, dass mit anderen Sounds experimentiert wurde. Und es hat sich sehr schnell zu einem eigenen Genre entwickelt, wo es heute auch schon in die 5 oder 6 Untergenres gibt. Das ist so seit 1993, nennt man das Trance oder Psytrance. Psytrance oder Goa Techno oder wie man es auch immer nimmt, hat mich geöffnet und die anderen auch. Und wir waren auf einmal fähig zu reden, zu lachen. Das war einfach was ganz anderes. Es gab keine Hierarchien, man war einfach da, hallo, zack, Kuss und gut. Das war Psytrance. Mittlerweile kann ich es nicht mehr ertragen. Und dieser ständige trancige Rhythmus oder dieses Wupp, Wupp, langweilt mich zu Tode. 100 bis 120 Beats war schon die Ekstase. Das ist heute gerade mal, hört man nicht mal mehr im Chill-Out. Die Musik dann wird manchmal ein bisschen überbewertet. Ja. Es ist halt mehr als nur die Musik. Also ich kann das gar nicht oft nur auf die Musik reduzieren, um es mal so zu sagen, weil Psychedelic, nicht Psychedelic Music, Psychedelic Culture. Und das ist eher was mich fasziniert, anzieht. Nicht am Mainstream orientiert, nicht am Establishment orientiert, eine Gegenkultur. Und das teilt die Hippie-Kultur mit der Punk-Kultur und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach nur weitergegangen, wie ein Remix. Irgendwie ist es eine Linie, es sind wie so Perlen auf einer Kette, Entwicklungen und ich glaube, die Verbindung ist eben, ja, die psychedelische Kultur, weil die hat die Beatniks auch schon interessiert, nicht nur die Hippies. Und natürlich die Liebe zur Freiheit, was Freiheit für jeden Einzelnen jetzt bedeuten mag. Das ist sicherlich verschieden konnotiert, aber in erster Linie frei von bestimmten gesellschaftlichen Regeln, zumindest auch andere auszuprobieren und zu schauen, wohin das führt. Für mich bedeutet Freiheit die letzte Zuflucht im Denken, weil sonst gibt es keine Freiheit mehr. Ich möchte Hölderlin zitieren. Die letzte Zeile seines Gedichts Lebenslauf: und verstehe die Freiheit aufzubrechen, wohin er will. Das bedeutet, unsere Gesellschaft soll diesen Gedanken an die Freiheit nie verlieren. Unsere Gesellschaft hat aus Überlebensgründen sich selbst in eine Matrix begeben und hat dabei den Gedanken an die Freiheit fast vergessen. Aber solche Veranstaltungen wie diese, besonders die Antares 25, erinnern uns an die Idee der Freiheit. Und die Idee der Freiheit ist die Idee von Europa. Die Grenze meiner Freiheit liegt da, wo ich die Freiheit anderer einschränken täte. Aber alles, was ich tue, ohne die Freiheiten anderer zu beeinträchtigen, gilt für mich als mein Freiraum. Ja, im Endeffekt die Freiheit, morgens aufzustehen und dann einen Tag nach deinem Gutdünken planen zu können. Vielleicht eigene Projekte zu haben, die du eigen steuerst, aber im Endeffekt, glaube ich, die Abwesenheit von Angestelltsein. Not being shackled by your work and your life and the system. Not doing your list every day, crossing off the things and hustling. Oh, I gotta do this, I gotta do that. It's a terrible way to live. It's a stressful way. Freiheit ist für mich erstmal ein großes Wort. Also ich bin da in der Hinsicht kein Philosoph, sondern ich lebe einfach. Freiheit ist für mich, frei leben zu können, Freiheit genießen zu können, indem man sagt, okay, ich fühle mich geborgen, ich bin gesund und kann mich so weit entfalten, soweit ja, gesetzliche Zwänge sicherlich das zulassen. Aber Freiheit ist auch, seine Meinung sagen zu können. Das ist, denke ich, ganz wichtig, auch wenn sie manchmal unbequem ist, aber das ist für mich Freiheit. Freiheit, was ist das? Da man machen kann, was man will. Aber das kann man ja auch noch nicht mal immer. Man muss irgendwie Geld verdienen, damit man leben kann. Aber Freiheit ist auch, sich die Zeit selbst einschätzen oder einteilen zu können oder einfach auch mal zu sagen, ich kriege jetzt meine Signale von meinem Körper, jetzt geht es nicht mehr weiter und ich nehme einfach mal Zeit für mich selber. Das ist für mich Freiheit, einfach diese Entscheidung selber mal treffen zu können, ohne auch ein schlechtes Gewissen vom Arbeitgeber haben zu müssen.
Die meisten Leute sind Sklaven, Untertanen, haben keine Ahnung, was sie tun, was Freiheit und Frieden bedeutet. Helmut Schmidt hat mal gesagt, Freiheit ist, dass man will, was man muss. Das ist natürlich sehr preußisch-puritanisch gedacht. Freiheit hat auch viel zu tun mit Freiheit von etwas. Freiheit von Angst zum Beispiel. Befreit sein von Angst, von irgendwelchen obsessiven Gedanken. Das ist auch Freiheit. Das heißt nicht immer, dass man tun kann, was man tun darf, was man gerade so will, wie so ein kleines Kind, was einfach sagt, ich will das und das. Ansonsten leben wir eigentlich alle ein Leben, was in irgendeiner Form ziemlich vielen Routinen und Zwängen unterlegen ist. The pressures of society that are put on you, work, rent, education of the kids, paying the bills, the traffic, the pollution, the wars that we're waging, the social change, the media, the news, they bombard you with the kind of social control that's getting harder for people to express themselves in a unique and creative way, I think. Freiheit. Der zu sein, der ich wirklich bin. Einfach so zu sein, wie man ist. Also ohne was spielen zu müssen. Und einen Bademantel tragen dürfen, den ganzen Tag. Na, leben jetzt und heute und Freude haben so, am wie Leben. Man es möchte. Ja. Genau. Probieren auch dabei wohlfühlt, dann selber zu überleben, nicht immer alles in den Kaufkonsum einsteigen und auch mal selber machen, reparieren, nicht Wegwerfgesellschaft. Es gibt keine größere Freiheit als die ich lebe. Für mich. Muss jeder selber wissen. Aber ich bin total unabhängig. Ich kann mich im Wald stellen, ich kann mich ans Wasser stellen, ich kann mich vor der Arbeit hinstellen. Ich bin überall zu Hause und das ist so eine Freiheit. So lebst du in so einem Haus oder in einer Wohnung und machst Fenster auf und siehst immer das Gleiche und das festigt sich bei dir drin, das prägt dich irgendwo so, ja. Immer den gleichen Weg da, immer den gleichen Weg da und hier bei mir. Wenn mir was nicht gefällt, so rein um 3 Ecken rum, alles wieder neu. Das ist Leben. Freiheit ist, dass ich wirklich vom Gefühl her mein Leben auslebe und das tue, was ich möchte. Das ist Freiheit. So kann sich eigentlich jeder sehen, wie er lebt, was er für Freunde hat, wie er sich anzieht, was er isst, wie er zur Natur steht und all sowas. Guck mal, ich meine 1000 Bäumchen, die ich jedes Jahr pflanze. Wenn du nicht irgendwie gut drauf bist, kommst du ja nicht auf so eine Idee. Ja? Das passt einfach alles so. Passt einfach alles. Ich bin ein zufriedener Mensch und ich möchte, dass hier so viel wie möglich Menschen reinkommen und sehen, wir sind alle ein Stück Universum und das ist hier und das ist die Gesellschaft. Und das möchte ich, dass jetzt jeder entdeckt, was da für Fähigkeiten eigentlich in sich drin hat, wo er einfach nie drüber nachdenkt, dass das eigentlich überhaupt da ist. Und das zeige ich Ihnen hier mit dem Ding. Ich bin ja nicht wichtig hier drin. Es geht mir nur darum, zu zeigen, was jeder Mensch aus sich rausholen kann. Ich glaube, Kunst braucht auch Freiheit, einen Freiraum, um zu entstehen und darüber hinaus wirken zu können.
Und die Freiräume müssen wir schaffen. Ja, ohne Kunst, ohne Kultur geht es gar nicht. Kommt Kunst von Können? Wo hört Kunst auf? Wo fängt Kunst an? Ja, ich würde sagen, Kunst ist das, was alles außerhalb der Norm ist. Hat einen großen Wirkungskreis, was auch starke Wirkung mit sich ziehen kann. Für andere, um aktiviert zu werden. Ja, wenn man jetzt auf die Antares abzielt, auf diese, sag ich mal, kreativen Sachen, die dort entstehen, ist sicherlich Kunst. Es regt an, es spricht an. Ja, Kunst ist halt auch ein Ausdruck von Freiheit. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Künstler in diese Szene reinkommen und eben ja, abgedrehte, fantastische, unglaubliche Künstler, die man sonst nirgendwo findet, weil es nirgendwo in keiner anderen Szene oder auf der Welt so eine Freiheit gibt wie da. Man kann einfach sein, wie man will. Dann kannst du verrückt sein und ja, eben Skulpturen aus alten Reifen machen oder irgendwelche kinetischen, komischen Sachen. Also Psytrance-Festivals ja, sind unvergleichbar mit was anderem. Man baut einen Tempel für andere Leute und entweder die kommen da rein, die sehen das, die fühlen sich wohl oder nicht. Und das hat viel mit dem Ambiente zu tun, mit der Dekoration, mit der Kunst, die dort stattfindet. Ich hatte zum Beispiel bei unserer Party die Gottesanbeterin, die war 5,5 Meter hoch und Flugsaurier. Alle friedlich aussehend und haben auch nicht gebissen. Dass das Thema Schwarzlichtkunst aus den 60er Jahren nochmal ein neues Revival erlebt hat und bis heute für tot erklärt wird, aber immer noch ein wichtiger Bestandteil ist, dieses Leuchten unter UV-Lichtfarben als unser Markenzeichen. Musik ist für mich die größte Kunst, wenn ich ehrlich bin. Vor allem in der Musik spüre ich diese Energie, die durch Kunst auch vermittelt wird. Also mein typischer Spruch, etwas unelegant, ist der, was ich erreichen möchte. Das ist, dass die Musik die Leute an der Eier packt. Wenn er das nicht tut, hat er den Sinn und den Zweck verfehlt. Ich möchte wirklich mit Leuten zusammen was machen. Für die Leute, für mich mache ich jetzt sowieso, weil ich nur Sachen mache, die ich wirklich gerne mache. Aber dann für die Leute. Alleine ist er langweilig. I think music is the art that touches people the most around the world. And all of us have what we call the soundtrack of our lives. Important moments in your life, you have your music when you're happy, you have your music when you're sad, depressed, and memories of all that music when you were in love, when you were first doing teenage stuff, you know, and the music was playing and you remember that forever. So yes, I think music is for me the art that is the most touching of people all around the world. Kunst mein Leben, weil ich die Musik und das Musikproduzieren auch zur Kunst dazu zähle, zumindest so wie ich die betreibe, nämlich in erster Linie losgelöst. Also so nähe ich mich der Musik, die ich mache. Ich mache die losgelöst und lasse mich mit der Musik treiben und nicht zu viel von Konzepten und Ideen führen. Die kommen eigentlich erst währenddessen oder hinterher. Ich mag es, wenn sich Menschen über Musik, über Instrumente, über Sprache, über Stimme ausdrücken können. Das ist die Kunst, die ich persönlich sehr, sehr schätze.
habe mich oft eher mit Bildern befasst oder sonst irgendwas, habe versucht, da Sachen rein zu interpretieren, habe aber immer wieder festgestellt, dass eher die Musik genau die Kunst ist, die mich inspiriert oder die mich so mitnimmt. Und Leute, die ihre Emotionen über die Musik ausdrücken können, sind für mich die größten Künstler. Ein gutes Psytrance-Stück ist aufgebaut wie eine Operette für mich. Hat ein Intro, eine langsame Einleitung, irgendwie steigert sich dann, bis es zum Höhepunkt kommt, hat einen Ausklang. Kann man wie mit einer Operette vergleichen. Psytrance. Die klassische Musik des Technos. Oder auch die komplexeste Form der elektrischen Musik. All kind of weird sounds coming. The sounds are very unnatural already, and then put them into a space. I guess it will take time as well for the people to get used to it. In the West, we're still learning. It's 25 years in or something like that. When you consider how long jazz took and classical took and opera took and all these art forms, what's 25 years? You know, we've got a few synthesizers. It's all new to us. It's all digital. It's going back analog. Everybody's experimenting and it's getting weirder and weirder. So it's difficult for us to explain who can explain our tastes, but we each have our tastes, and somehow for an underground group of us all around the world, we can't get high on any other music like we can on Psytrance music. Die Psytrance-Musik hat mich schon sehr früh geprägt, weil der Rhythmus doch mich beschleunigt hat, mich zu öffnen, im Tanz mich auszudrücken und viel mehr noch in der Szene mich zu Hause zu fühlen, weil ich doch mit einem ganz anderen Schlag von Menschen plötzlich konfrontiert wurde und der Psytrance mich aus den Diskotheken raus eher in die Open-Air-Geschichte reingezogen hat und da fühle ich mich deutlich wohler als eingesperrt in der Diskothek. Für mich ist das die Festivalmusik. Alles, was so aus dieser Goa-Trance-Ecke kommt, finde ich, das ist Musik, die muss man laut erleben, die muss man draußen erleben, da ist das ganz besonders schön. Und das passt einfach gut in den Rahmen einer solchen Veranstaltung. Diese Psytrance-Partys sind immer Special Events, auch in den Städten. Es gibt meines Wissens nach keinen Psytrance-Club in Deutschland, wobei es viele Techno- oder House-Clubs gibt. Das ist immer so ein Ding von Special Events. Psytrance, das heißt, sich in einen Zustand zu versetzen, wo man sich als Teil einer Gemeinschaft und der Umwelt empfinden kann und dadurch All-Eins-Sein als Eins-Sein mit dem All empfinden kann. Die Musik dazu ist eine sehr sequentielle Musik, meistens ohne Texte, sodass das Gehirn sich ganz auf die Schwingung, auf den Rhythmus einlassen kann. Und dann kann man sich auch richtig gehen lassen in der Musik. Das heißt, man muss kaum selbst tanzen, sondern man wird von der Musik getanzt. Und das ist, wenn man das gemeinsam macht, eine richtige, fast religiöse Ekstase, ein Ritual, ein Sich-Erleben unter ganz besonderen Bedingungen, wo man das Lebensglück ganz intensiv verspüren kann. Für mich ist Psytrance-Musik die Energie, die ich in dieser Musik spüre und die ich in keiner anderen Musik so verspüren kann. Ob es jetzt in meiner emotionalen Situation um Glücksgefühle geht oder um eben auch vielleicht eher einer niedergeschlagenen Stimmung. Ich kann in jeder Situation Energie durch die Musik rauslassen und auch in mir aufnehmen, was mir sehr viel bedeutet und warum ich einfach in dieser Musik und durch die Musik sehr viel empfinden kann und spüren kann, wiedergeben kann.
The music and the dancing can be a spiritual experience for many people. It has been for me. People will tell you they get goosebumps and the hair on the back of the neck. Richtig fett abgehen, fett abtanzen auf dem Dancefloor, da ist Psytrance für mich halt das Beste irgendwie. Ein Hexenkessel, ein gemeinsames Abgehen, archaisch, was weiß ich, wie bei alten Stammesritualen, das wilde Trommeln, wild ums Feuer tanzen und irgendwie trifft das in meinen Augen die gleiche Emotion oder das gleiche, ja, vielleicht auch Animalische, was man rauslässt und ja, wenn die Musik einen tanzt, dann ist es halt irgendwie der beste Zustand, wenn man nicht mehr aktiv selbst tanzen muss, sondern einfach mit einem fetten Soundsystem von der Musik umspült ist, eins mit der Musik ist und einfach nur mit der Musik fliegt und die Musik einen halt tanzt. You just go out on the dance floor and sweat until you're so dirty and you come back and you're coughing red dust for 3 days. That is a proper Goa party. When you're so gestubel-flapped, you can't think of your own name. Even if you didn't speak the same language, you dance together. You know, you share that, which is the international language, I guess. We are trying to spread a message with our music of happiness and light and flying into freedom. You're making these sounds to lift us to a higher reality. That's what it's basically about. I mean, we probably don't know that, but I think basically it is, because when you're feeling really high with your friends on the dance floor, listening to some great music, I mean, I ask you, is there really anything better than that? If there is, email me tomorrow. I really want to check it out. Psychedelic, basically I speak more about the art, the art music. No one is ever able to really describe it. What is psychedelic art? What is psychedelic music? What is psychedelic drugs? What is happening? It's pretty hard to put into words. Ich definiere Trance eigentlich dadurch, dass man halt im Flow ist. Weißt du? So, und das kann durch ein Mantra passieren oder durch eine Trommel schlagen oder was auch immer. Das ist immer so meine Frage, was ist eigentlich Trance? Ja? Und, wie entsteht? Ich glaube, die Stimmung ist viel wichtiger für Psytrance als die Musik selber. Und der Trance an sich, die funktioniert nur dann, wenn man loslässt, von vornherein schon. Und
dann irgendwie auf die Musik abgeht. Ich glaube, das hat was mit Aufmachen zu tun. Nicht mit Wegschießen oder sonst irgendwie was, sondern mit Loslassen und Aufmachen. Und wenn man das hinkriegt, dann ist es egal, auf welche Musik, dann ist das Psytrance. Within the culture itself, there is music and dance which brings people together in a way that is different from a commercial Friday or Saturday date night, as it were, but more in the same spirit that the masses would go to their churches or temples or masjids, right? There is a certain segment of people who feel the expression of spirituality through their kind of sacred music and dance, which people like Uwe make available. Man gucke sich die Antares an, also was aus ihr geworden ist. 2 Tanzflächen, ein Chill-Out-Floor mit ruhigerer, tanzbarer Musik, ein Healing-Area, jede Menge Shops, tausende Menschen von überall aus der Welt. Also es gibt echt Leute, die kommen aus Australien, Südafrika, Brasilien und das alles extra nur für die Antares. Ich denke mal, die Antares hat Höhen und Tiefen gehabt. Und dass wir jetzt so weit gekommen sind, 25 Jahre hier mit den Leuten feiern dürfen, ist schon irgendwie cool. Schön. Hoffentlich geht's weiter. Das war ja am Anfang jedes Jahr ein Kampf, um weitermachen zu können. Hat aber wohl Spaß gemacht, jedes Jahr wieder. Um für viele nette Menschen eine schöne Party mitzuorganisieren. Ja, mittlerweile jetzt auch schon teilweise die zweite Generation von den Leuten, die vor 24 Jahren dort getanzt haben oder 25 Jahren. Die haben jetzt mittlerweile auch schon erwachsene Kinder, die jetzt auch schon mittanzen. Und ja, es ist halt schön, dass diese Mehrgenerationen alle Spaß auf dem Dancefloor haben. Da tanzen alle Nationen zusammen und kann sich jeder auch kleiden, wie er will. Also es sind richtige Unikate, also Originale, die da rumtanzen. Jeder ein Original, ja, versteht, und kann auch so sich geben, wie er will. Das ist wunderbar. Ich kann nicht verstehen, dass man Krieg machen will, dass man sich mit anderen Leuten da erschießt oder so. Man könnte doch viel besser zusammen eine Party machen. People wanted to dance and celebrate the positive aspects of life, and that has developed what we know as trance, I guess. And a freedom place, you know, people who came here in the 60s and travelled overland, and you know, the original hippies, and some of whom are still here. Coming because of friendship, peace and freedom. We can choose the way we want to live and follow that path. And that's hard to do. Wie sagte Warren Buffett mal, wir führen weltweit Krieg, aber nicht den Krieg, den ihr meint, sondern arm gegen reich. Und wir gewinnen. Naja, es tut mir leid, dass es Menschen gibt, die nicht irgendwie die anderen ihre Freiheit lassen. Weil wir lassen ja eben ja auch seine Freiheit. Wir sind doch die Familie der Menschen. Und wir alle wollen Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn man Frieden in sich selbst hat, dann kann man auch den Frieden nach außen tragen. Anders geht es ja irgendwie nicht. Und ja, erstmal in sich selber und dann vielleicht sein direktes Umfeld freundlich und friedlich und respektvoll behandeln. Und wenn sich das so in Kreisen immer weiter nach außen zieht, hat man irgendwann den totalen Frieden. Which is almost part of the seed of it, like anti-war and dancing for laugh. You know, so the seed's been planted already within everyone who walks through there and comes to the spaceship. So you're already like, let's make it. You know, it's happening. And all through the 90s, we started meeting all the people from Antares, the people from starting to do parties around the world, Azora, Brazil and everything. And from those little seeds,
that started off here in Goa and Vagator. This gigantic mushroom of a tree has suddenly exploded around the planet, and there is nowhere, absolutely nowhere you can go on the planet and not find trans people. They're there, you'll see the t-shirts, you'll see a bit of fluoro above the left eye. It's all happening. We are part of the cosmic tribe. And even if we don't know each other, we will know each other. And we'll make friends, and those friends will be with us forever, for eternity. And we'll probably get married and have kids, and those kids will come to the parties. The future is so bright, we need 3 pairs of sunglasses. That is the truth. Hello, welcome to my psychedelic trance shop. Here you can find everything you need to open your third eye. We got this really great new home that we found on the beach of Goa on this crazy fucking acid party. Crazy fucking acid party. Crazy fucking acid party. It is filled with the best bubbly noises. Big farting basmati sounds. And so many other incredibly psychedelic spices. And then we smoke some Now our third eye is always open. Now that you finally have your third eye opened, we hope you're more happy, healthy, and fulfilled in your beautiful life. Beautiful life. Beautiful life.